Grüezi und herzlich willkommen. Bei Boaventura machen wir Halt beim Miradouro de São Cristóvão und genießen einmal mehr die raue Nordküste Madeiras. Schon imposant und wunderschön anzuschauen, wie die Häuser in die zum Teil recht steil abfallenden Gebirgshänge gebaut wurden. Wir sind auf der ER 101 unterwegs Richtung Santana im Nordosten der Insel. Dabei beeindrucken uns die beiden Küstenorte Arco de São Jorge und São Jorge im Norden, die beide bereits zu Santana gehören. Imposant, wie die hohen Wellen auf die Klippen treffen. Ein wunderschönes Naturschauspiel. Santana mit derzeit rund 9000 Einwohnern zählt zu den kleineren Städten auf Madeira, ist jedoch trotzdem für seine traditionellen mit Stroh bedeckten Bauernhäuschen bekannt. Früher wurden diese kleinen Häuschen von Bauern bewohnt, heute können sie als Sehenswürdigkeit besichtigt werden, respektive dienen als Verkaufsshops. Typisch für diese Häuschen sind ihre Dreiecksform sowie die Farben, die meist rot und blau sind. Durch die dichten Strohdächer bieten sie einen sehr guten Schutz gegen Unwetter. Allerdings, die Dächer müssen alle 3 bis 5 Jahre neu gefertigt werden. Santana selbst ist eher unspektakulär. Allerdings bietet der Standort gute Voraussetzungen zur weiteren Erkundung der Nordküste. Das kleine Zentrum bietet den Besuchern auch eine Auswahl an lokalen, handgefertigten und traditionellen Produkten aus dieser Region Madeiras. Die Casinhas de Santana sind wegen der besonderen Schönheit ihres Baustils landesweit und auch im Ausland zu bekannten Wahrzeichen geworden. Die dreieckigen, strohbedeckten Häuser sind das Symbol dieser Gemeinde an der Nordküste Madeiras. Santana erhielt 2011 von der UNESCO die Auszeichnung Biosphärenreservat. Es ist daher der ideale Ort, um ein äußerst reichhaltiges und sorgfältig erhaltenes Naturerbe zu betrachten. Die Casinhas de Santana befinden sich direkt neben dem Rathaus der Câmara Municipal, wo im Dezember jeweils eine riesige Krippe aufgebaut wird, die an Detailreichtum kaum zu überbieten ist, wunderschön anzusehen.
Aber das ist noch nicht alles. Emsig werden hier in Sant'Anna weitere Orte festlich geschmückt. Canizo de Baixo ist neben Funchal der beliebteste Urlaubsort auf Madeira. Die Hoteliers haben die schöne, leicht abfallende Hanglage für sich entdeckt und den Tourismus gefördert. Das Fort Reis Magos wurde als Schutz gegen die Angriffe der Piraten und Korsaren gebaut. Es handelt sich um einen viereckigen Bau aus dem 18. Jahrhundert, der aus Wächteranlagen besteht. Mehr leider aber auch nicht. Unter den Hotels mit traumhafter Küstenlage sticht besonders das Sentido Gallemar hervor. Die rauen Klippen, die extreme Nähe zum Meer sowie der majestätische Blick auf den Atlantik bieten da ein ganz besonderes Erlebnis. Die große Attraktion von Canizal sind zweifellos die beiden Salzwasserschwimmbecken direkt am Meer. Es ist die richtige Wahl für jene unter euch, die in aller Ruhe ein paar Tauchgänge mit einem herrlichen Blick auf den Atlantik genießen wollen. Okay, es ist Zeit für eine Wanderung. Bei wunderschönem Wetter nehmen wir östlich von Canizal den PR8 Vereda da Ponta de São Lourenço in Angriff.
Der PR8 Vereda da Ponta de São Lorenzo ist ein Weg mit mittlerem Schwierigkeitsgrad, der entlang der gleichnamigen Halbinsel führt. Es ist eine Halbinsel vulkanischen Ursprungs, hauptsächlich aus Basalt, aber mit einigen Kalksteinsedimentformationen. Am Ende befinden sich zwei kleine Inseln, Desembarcadero Islet und Farol Islet.
Das halbtrockene Klima und die Exposition gegenüber Nordwinden erklärt die niedrige Vegetation und das Fehlen von Bäumen an diesem Ort, ganz im Gegensatz zum Rest der Insel. Diese Ozeanriesen stehen in einem krassen Größenverhältnis zu den Gebäuden der Stadt. Schon beeindruckend. Dem Fußballstar Cristiano Ronaldo, dessen Geburtsort Funchal ist, wurde am Hafen nicht nur eine Statue, sondern auch ein Museum gewidmet. Das allerdings eher zu einem Verkaufspunkt für Fanartikel mutiert ist. Auf dem Platz, wo die hübsche Kapelle Santa Caterina steht, ist auch eine eindrucksvolle Statue von Christopher Columbus zu besichtigen. Der Parque de Santa Caterina mit einem hervorragenden Blick auf den Hafen und seiner zentralen Lage wegen ist einer der meistbesuchten Parks der Hauptstadt Madeiras. Hier findest du eine 1966 angelegte weite Rasenfläche, umgeben von Blumenbeeten, die unzählige Baum-, Strauch- und Kräuterarten aus aller Welt beherbergen. Außerdem besitzt der Parque de Santa Caterina eine kleine Lagune mit einer Insel, die geschaffen wurde, damit die hier lebenden Vögel sich ausruhen und nisten können. Der Mercado dos Lavradores, 1940 eingeweiht, nimmt einen herausragenden Platz im Zentrum von Funchal ein. Er kann als lebendiges Museum bezeichnet werden, in dem die Frische, Lebhaftigkeit und Tropenhaftigkeit der Aromen des Archipels im Mittelpunkt stehen. Ja, hier kannst du eine reiche Vielfalt an Farben, Düften, Geschmäckern und Menschen, die diesen Markt auf Madeira charakterisieren, entdecken. Ja, unschwer zu erkennen, okay, vor allem auch zu schmecken, dass wir hier in der Fischabteilung sind. Seine Größe und Positionierung spiegeln sofort die Absicht wider, den Mercado dos Lavradores zum wichtigsten Versorgungspunkt der Stadt zu machen.
Auch für Inselbesucher, die in eine von Hektik und Heiterkeit geprägte Atmosphäre eintauchen, ist ein Besuch des Marktes zum Muss geworden. Die Altstadt, die Zona Vella, ist, wer hätte das geahnt, das älteste Viertel von Funchal. Heute hat es sich zu einem beliebten Ausgehviertel respektive Einkaufsviertel und Fotomotiv gewandelt. Besonders am Wochenende sind Bars, Restaurants voll mit Einheimischen und Touristen. Das Quinta da Casabranca ist nicht nur ein hervorragendes 5-Sterne-Hotel, insbesondere seine Grünflächen haben sich mittlerweile zu einem wunderschönen, exotischen Park gewandelt. Zu bestaunen gibt es neben Bananenbäume, Olivenbäume, afrikanische Tulpenbäume und Norfolk-Kiefern auch riesige indische Gummibäume, Bambus, Schwertaloe, Korallenpflanzen und viel mehr. Die meisten Arten sind gekennzeichnet, einige wenige jedoch nicht, wahrscheinlich aufgrund der großen Anzahl. Das Lido ist über dem Meer gebaut und seine Struktur umfasst mehrere Ebenen,
die ihm verschiedene Perspektiven und Ausblicke auf den immensen Atlantischen Ozean bieten. Ja, hier fahren wir unter der Start-Landepiste des Aeroporto Internacional Cristiano Ronaldo durch. Er ist der einzige Flughafen Europas, der nach einem Fußballspieler benannt ist. Der Flughafen ist zu einem Großteil auf Stelzen gebaut. Dazu wurden 3 Meter dicke und bis zu 120 Meter lange Betonpfeiler teils in den Meeresgrund gerammt. Bis zu 60 Meter ragen die Pfeiler aus der Erde. Tatsächlich ein Meisterwerk der Ingenieurskunst. Die Lage des Flughafens an einem Steilküstenhang ist spektakulär, aber wegen der Fallwinde auch gefährlich, weshalb Piloten, die Madeira anfliegen, eine Sondererlaubnis benötigen. Die einst sehr kurze Landebahn wurde aber längst auf mehr als 2 Kilometer verlängert, sodass inzwischen alle Flugzeugtypen auf Madeira landen können. Tja, nicht nur unsere Reise geht zu Ende, sondern auch der Film dazu. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuschauen. Dein Kommentar freut mich genauso wie dein Like und dein Abo. Und ja, drücke einfach die Glocke, dann verpasst du künftig keinen meiner Filme. Doch es geht hier schon bald weiter. Wohin? Lass dich überraschen. Bleib einfach dabei. Wir sehen uns und bleib munter.